Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, heute nochmal ein Video ohne Facecam. Gestern kam ja gar kein Video. Ja, ich hatte mich dann doch nochmal ein bisschen erholt. Mir geht es jetzt aber auch schon auf jeden Fall wieder dementsprechend besser. Ja, und ich denke mal, ab morgen sollte wieder alles im Normalzustand sein. Ja, aber abgesehen davon habe ich auch noch eine kleine Überraschung hier für euch. Und zwar wird heute Shakes and Fidget 6000 Tage alt. Ja, und zum Anlass gibt es hier ein kleines Free Epic bzw. ein Code SF 6000 Days. Ja, könnt ihr gerne hier oben auf das Plus gehen, dann auf Pilze, Couponhändler und dann SF 6000 Days und dann bekommt ihr hier ein kleines Epic gut geschrieben. Jederzeit müsste es gleich kommen. Jo, ich glaube, da war es, ne? Genau, dann kriegt ihr hier den Erschaffer-Toast. Oder den Schöpfer-Toast, ja, ist sehr gut. Also das, equippen wir uns auch gleich mal, ja. Und genau, für die heutige Folge wollte ich mir jetzt mal ein bisschen Zeit nehmen, um den Pestdoktor ja, sag ich mal, ein bisschen näher kennenzulernen, so, weil am ersten Tag, da war ich so im Rush gewesen am Serverstart, da hatte ich gar keine Zeit gehabt, großartig den Pestdoktor so im Genaueren mir anzugucken, die Fights anzuschauen und so weiter und so fort. Das klappte gar nicht. Beim zweiten Tag lag ich dann schon komplett flach und den Tag danach auch. Deswegen konnte ich da dann auch nicht spielen. Den ersten wegen Zeitmangel, den zweiten, dritten, weil ich auf 1 HP nur rumgegeiert habe da im Real Life so. Und heute wollen wir uns mal so ein bisschen auch mal näher die Fights vielleicht mal anschauen, was mit der Klasse, wie es eigentlich hier so verläuft. Ja, ihr seht ja jetzt schon, ich bin mittlerweile 133. Ein bisschen gepusht habe ich jetzt schon in der Zwischenzeit in den Dungeons. Und das klappt auch bisher alles ganz gut, muss ich sagen. Also so, wie es jetzt so den ersten Eindruck auf mich macht, scheint die Klasse wirklich gut mithalten zu können. Mit anderen Server-Start-Klassen, sag ich mal, durch seine Fähigkeit hat er eine gewisse Randomness, ja, der er nachkommen kann, das Ausweichen so, ne, der kann schon sehr volatil werden, sag ich mal. Und ich denke, dass der bei den nächsten Server-Starts auch von der Pickrate her gut abschneiden wird. Ja, in der Vergangenheit hatten wir jetzt immer den Paladin auf der 1 gesehen. Ich denke mal, jetzt wird auch der Pestdoktor sich da mit einreihen, so, ne? Ihr seht ja, wenn er auch mal seine Potion los wird, ja, dann kommt da auch der Damage rein, ne? Aber er muss halt auch die Potion treffen. Ihr seht es halt auch, der kann auch ausgewichen werden, so. Deswegen muss die auch schon hitten, so, ne? Es ist halt keine Garantie dafür, dass die jetzt jedes Mal da trifft, ne? Deswegen, wir gehen mal ein bisschen rein, gucken mal, ob wir vielleicht Glück haben mit einem Try und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ansonsten, ich weiß nicht, ob ich noch was im Postfach habe. Ich habe die letzten Tage echt gut gepusht. Vor allen Dingen gestern halt eben nochmal alles Mögliche rausgeholt, nochmal zum Epic-Event nochmal ein bisschen rausgeholt, ne, dass wir da nicht ganz so weit behind sind in der Gilde, weil das ist schon echt ein hohes Niveau, wo wir uns hier befinden. Und deswegen, ja, nice, da haben wir ihn sogar schon down. Gucken wir uns den Try mal direkt an, ja, damit wir das hier direkt auch mal im Video festgehalten haben. Ich denke mal, es sollte sogar ein einigermaßen guter Try sein, weil der jetzt doch nicht so einfach war. Okay, die Potion hat direkt gekrittet. Ja, danach kommt nochmal der Potion Damage rauf. Jetzt nochmal Potion Damage krittet. Sehr gut, wir kritten selbst auch nochmal und dann nochmal normaler Potion Damage. Also ihr seht auch, selbst die Potion kann auch kritten, was ganz cool ist. Ne? Das kann halt nochmal diesen extra Damage nochmal ausmachen. Wenn wir halt ausweichen, kriegen wir halt da passiv Schaden drauf. Ist schon eine coole Klasse so an sich, muss ich sagen. Also gefällt mir vom Prinzip her eigentlich ganz cool oder ganz gut. Und ja, ich werde sie auf jeden Fall noch weiterhin natürlich testen hier auf dem Server. Und jetzt halt eben auch mal noch ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Da man jetzt natürlich ein bisschen mehr Zeit hat und es einem jetzt auch wieder ein bisschen besser geht, sag ich mal, kann man da natürlich dann sein Hauptaugenmerk drauf richten, so, ne? Ja, ich weiß nicht, ob es schon so langsam wieder Zeit wird für
Eine neue Waffe, wenn wir eine maximale finden sollten mit guter Spanne, wäre ich da auf jeden Fall nicht abgeneigt. Ja, aber das ist immer so das Ding. Okay, dann sind wir jetzt wieder gegen einen Magier dran hier. Da haben wir es natürlich wieder ein bisschen schwieriger, weil die Mages natürlich wie jede andere Klasse auch die Fähigkeit negieren können und dadurch natürlich dann dementsprechend auch nicht viel wir ausrichten können. Ja, ansonsten hatte ich gestern auch Märchenturm freigeschaltet, Wirbelwind habe ich freigeschaltet, habe ich noch nicht viel drinne gemacht. Ja, weil dann auch irgendwann die Pilze alle waren. Ich hatte dann auch nicht mehr dementsprechend Pilze gehabt, so. Deswegen, da können wir auch mal kurz reinschauen. In den Wirbelwind, die ersten Etagen sind ja auch noch hier alle relativ easy. Ich weiß nicht, ob wir hier noch an einen Zeitpunkt kommen, aber es sollte eigentlich klappen, wo wir auch... Oh nice, wir können auch was ins Klo werfen hier. Wo wir ein bisschen ins Straucheln geraten. Ich habe auch hier wieder meine Anfangswaffe aufgehoben, damit wir die auf 20 verbessern können. Ja, hat mich wieder 0,00 Ressourcen gekostet. Deswegen, das ist immer auf jeden Fall ein guter Tipp. Das immer aufzubewahren. Im Prinzip kann das Ding jetzt auch weg. Das verschafft mir jetzt keinen Mehrwert mehr. Außer wenn man es natürlich für OG-Zwecke im Inventar aufbewahren möchte, kann man das natürlich machen, aber bringen tut es einen dann an der Stelle nicht mehr viel. Ja, genau. Ansonsten habe ich so hier auf dem Server mein normales Server-Startverhalten. Die Langzeitdinger spiele ich jetzt nicht so aktiv. Ich bemühe mich aber, bei der Festung so ein bisschen immer die Kämpfe hier zu machen, damit ich zumindest der Gilde eine gute Ritterhalle bieten kann, dass ich da nicht so ganz behind bin irgendwie. Ja, wir können hier sogar mal ein bisschen fleißiger sein und uns mal so ein paar Gegenangriffe hier snacken. Na gut, vielleicht nicht so jemanden, der jetzt hier gar keine Ressourcen hat, falls wir jetzt hier niemanden finden sollten. Können wir nämlich mal hier gucken, ob wir hier ein paar Leute am Start... Oh ja, okay, der gibt nämlich ganz gut Ressourcen. Das ist ganz gut. So braucht man nicht unbedingt einen Festungspartner, aber jeder, der einen angreift hier, bringt halt dann doch nochmal Chancen auf ein paar mehr Ressourcen, falls man jetzt nicht unbedingt hier so jemanden angreift, für einen Skip und dann einen Soldaten verbrät dann, ne? Deswegen kann man auch immer mal hier in eine Post gucken, ja, und schauen, dass man hier noch ein paar gute, jetzt habe ich einmal, glaube ich, geskippt, ein paar gute Fights mitnimmt hier überall, ne? Ja, ein Raid sehe ich zufällig, den können wir uns auch mal anschauen. Ich müsste ja relativ weit vorne sein, weil ich vom Level her natürlich nicht, okay, gut, fast noch, gut, okay. Ich bin da gar nicht aufgekreuzt, komischerweise. Ja, weil der Raid noch so einfach ist, dass wir da noch nicht viele Leute für brauchen im Moment. Oh, der gibt auch nochmal gut Ressourcen hier. Ja, der nicht. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir hier die Festung auch noch ein bisschen weiter pushen. Ansonsten auf dem Server haben wir momentan registrierte Spieler, knapp 30.000. Ja, die Ehrenhalle in den Top-Rängen sieht momentan gerade so aus. Muss ich sagen, ist sogar relativ gut gemischt. Also ich hätte gedacht, dass das noch ein bisschen krasser ist von den Pestdoktoren her, aber von den Top-Rängen sind hier sehr viele Leute dabei, die nicht Pestdoktor sind. Wenn man jetzt mal ein bisschen runter scrollt, sag ich mal, so vielleicht in dem Bereich hier, ja, dann sehen wir hier schon etwas mehr Pestdoktoren. Also ich glaube, so im Mittelfeld befindet sich eher so der Großteil an Pestdoktoren. Ja, aber in den Top-Rängen geht es tatsächlich, obwohl ich ja auch sagen muss, ich habe es mir auch schlimmer vorgestellt, obwohl hier sieht schon extrem aus jetzt gerade. Ne? Okay, das sieht schon extrem aus hier. Ja, also ich glaube, die Top-Ränge sind nicht so voll von Pestis, aber so im Mittelfeld, da tummelt es sich doch schon noch ganz schön. Was ja dann am Ende auch die Pickrate wiedergibt, die wir auch im Webshop gesehen haben von den knapp 40%. Das muss ja auch irgendwo herkommen. Und deswegen, müssen die ja auch dann irgendwo stecken, das ist ja klar. So, wir haben jetzt hier einiges an Gold hier schon machen können durch den Wirbelwind.
Das verskillen wir auch mal direkt. Ja, ich skill momentan relativ viel Geschick, weil Glück brauche ich gar nicht großartig skillen, dadurch, dass wir halt die schwarzen Edelsteine auch haben. Ausdauer ziehe ich ein bisschen nach. Ja, und dann gucken wir mal, ob dann da schon der nächste Dungeon schon liegt mit. Obwohl, wir können auch mal gucken, ob wir bis Etage 50 kommen im Wirbelwind, dann kriegen wir das nächste Epic. Das wäre natürlich ganz cool, dann schauen wir mal gleich, was das wird, falls wir so weit kommen, ist jetzt die Frage, ne? Also ich habe jetzt hier große Töne gespuckt, das sind ja noch 8 Etagen, die wir jetzt noch aus dem Weg räumen müssen. Das kann natürlich, wenn da der ein oder andere Blocker mit dabei ist, dann auch schwieriger sein, als man denkt, ne? Aber wir sind jetzt Stufe 138, ist auch cool. Okay, ein paar leichte Gegner, ja, Hauptsache keine Krieger. Die Krieger sind immer hier Blocker. Okay, das Epic ist nah. Ja, jetzt haben wir einen Krieger. Gut, den haben wir tatsächlich weggeräumt. Und jetzt hier der letzte Krieger. Nice. Der 50. ist ein Krieger. Mal gucken, ob wir den mitkriegen. Nice, dann haben wir den sogar noch. Was haben wir bekommen? Oh, sehr schön. Ja, das ist ein gutes Upgrade. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. So, das lassen wir uns schmecken. Und dann verbessern wir es auch gleich mal. Machen wir mal 4-mal. Das Ding können wir auch 3-mal verbessern. Sehr schön. Haben wir hier auch wieder ein kleines Improvement rausgeholt hier. Und dann mal gucken, ob wir jetzt mit den Upgrades sogar in der Lichtwelt was bekommen können. Ich ja, weiß es nicht, glaube nicht, aber wir sind ja jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen stärker als vorher, ne? Mal gucken. Vielleicht haben wir Glück. Ja, vielleicht brauchen wir aber auch erst eine neue Waffe dafür. Das kann auch gut sein. Ja, deswegen... Vielleicht müssen wir erst im Shop ein bisschen blättern, bevor wir hier den Lichtweltgegner auseinandernehmen. Das ist halt immer doof, weil der bringt immer 2 Level. Dann wird sich natürlich danach lohnen, eine neue Waffe zu nehmen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nice. Okay, nice, nice, nice. Wir haben ihn sogar. Wir haben ihn sogar down und damit auch die Schattenwelt freigeschaltet. Ja, da müssen wir aber erst unsere Begleiter equippen. Das wird jetzt... noch nichts mit der Schattenwelt. Ja, aber den grauen Drachen, den schauen wir uns mal an. Müssen wir halt gut gekrittet haben, weil unsere Fähigkeit können wir halt hier nicht beschwören. Ja, passt soweit. Mal gucken, ob wir dann auch den nächsten jetzt legen. Mit unserer Fähigkeit können wir ja jetzt wieder profitieren, oder? Also jetzt brauchen wir ja noch nicht... mal gucken, vielleicht haben wir Glück und wir brauchen noch nicht direkt im Waffenladen, sondern kriegen hier nochmal 2 Level on top. Einfach so, geschenkt vielleicht, so, wer weiß. Mit ein bisschen Glück. 2 Level. Brauchen wir noch nicht im Waffenladen rein. Wäre gewastet irgendwo, ne? Ja, dachte ich mir nämlich. Wenn man nämlich noch 2 Level mitnehmen kann. Nice, müssen wir uns auch anschauen, den Kampf. Ja, das ist das, was ich meinte mit ein bisschen Zeit nehmen. Dass man sich auch mal die Kämpfe anschaut, einfach mal. Und dafür war halt in den letzten Tagen bei mir einfach nicht die Zeit gewesen oder die Umstände waren nicht da. Deswegen sehr schön, dass wir das jetzt mal hier im Video auch mal ein bisschen zelebrieren können, den Pestdoktor und seine Fähigkeit insbesondere halt eben, ne? Ja, jetzt haben wir nochmal einen Krieger. Ja, ich meine, das ist jetzt natürlich ein bisschen Shooting for the Stars hier, ne? Das wäre ja schon fast frech, wenn er jetzt auch direkt liegen würde, ne? Also das will man ja jetzt auch gar nicht großartig verlangen, ne? Deswegen, nee, komm, das muss nicht sein. Lass stecken, ja. Warte mal ganz kurz. So, und vielleicht jetzt nochmal. Ein paar Tries noch. Ein paar Pilze brauche ich noch für meine anderen Aufgaben, Dailies und so. Oh mein Gott. Ja, let's go. Let's go. Da ist der auch nochmal down. Und damit Stufe 144, fast 45. Ja, sehr nice. Da können wir uns jetzt nochmal im Wirbelwind das Level up snacken. Und dann haben wir hier wieder eigentlich ganz gute Level gemacht. Ja, obwohl wir eigentlich gar nicht so viel angeführt. Wir haben 2 neue Epics bekommen, wir haben einen Arsch voll Geld durch den Wirbelwind. Ja, das macht sich schon bemerkbar. Und wir hatten halt den Magier als Blocker, ne? Der halt eben auch relativ schwierig immer beiseite zu räumen ist. Aber wenn er liegt, da hat man freie Bahn, ne? So, jetzt nochmal Wirbelwind nochmal kurz rein. 45, Level Up mitgesnackt. Ja, jetzt, wie gesagt, ich gebe es 100 Pilze runter. Wenn der bis da nicht liegt, dann mache ich den morgen. Mich zwingt auch keiner, der läuft nicht weg. Aber ich brauche noch ein paar Pilze für den Rest Alu, Elevator und sowas heute, ja. Deswegen. Oh mein Gott. Was? Ich wollte, ja, ihr habt es gesehen, ne? Ich wollte genau bis 100 Pilze gehen.
Ich bin auf 100 Pilze exakt gelandet. Oh mein Gott. What the fuck. Okay, das ist nice. Das ist richtig nice. Da liegt der Endboss von der Schwarzschädelfestung im allerletzten Try. Und das live im Video. Ja, sehr geil. Ja, sehr geil. Pestdoktor, beste Klasse. Beste Klasse der Pest, ja. Kann nix Negatives sagen darüber. Ah, okay. Alle Attribute. Das ist nicht so nice. Trotzdem besser als das, was wir haben. Deswegen equippen wir das mal. Brauchen es nicht extra sockeln. Nochmal verbessern vielleicht nochmal ein bisschen. So. Und ja, nice. Sehr cool. Dann haben wir hier echt guten Progress nochmal gemacht. Hätte ich nicht gedacht. Und dann soll es das für die heutige Folge erstmal soweit gewesen sein, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.